Kennst du den Unterschied zwischen den Verben wischen, abwischen, wegwischen, aufwischen, erwischen, entwischen oder trockenwischen? Genau darum geht es in diesem Video. Ich erkläre dir nicht nur die Bedeutung der unterschiedlichen Verben, sondern ich gebe dir auch immer Anwendungsbeispiele. Denn du sollst hier nicht einfach nur neue Wörter lernen, sondern das Ziel ist, dass du diesen Wortschatz dann bald auch selber anwendest. Um den neuen Wortschatz direkt ein bisschen zu üben, empfehle ich dir, dass du zu jedem Verb nach dem Video einen Beispielsatz schreibst. Wenn du magst, kannst du diese Sätze gerne in die Kommentare schreiben. Und an alle Neuen hier auf diesem Kanal, hi, ich bin Jule, ich bin zertifizierte TEG-Prüferin und Deutschlehrerin. Informationen zu meinen Deutschkursen findest du wie immer auf meiner Homepage. So, jetzt lass uns aber starten. Das Verb wischen verwenden wir häufig, wenn wir etwas putzen. Zum Beispiel: Ich wische den Boden, bevor die Gäste kommen. Mit einem feuchten Tuch oder mit einem Wischer mache ich also den Boden sauber. Das Verb wischen hat jedoch auch noch einige andere Bedeutungen, die nicht unbedingt etwas mit Putzen zu tun haben. Wischen beschreibt erstmal vor allen Dingen eine Bewegung, also dass man so von der einen zur anderen Seite wischt. In diesem Beispiel mit dem Buch habe ich das Buch also nicht sauber gemacht, sondern ich habe vielleicht einfach nur gefühlt, wie sich der Umschlag des Buches anfühlt oder aus welchem Material vielleicht dieser Umschlag ist. Wenn du beispielsweise sehr dolle schwitzt, dann könntest du Folgendes sagen: Ich wische mir den Schweiß vom Gesicht. Kommen wir zu ein paar umgangssprachlichen Ausdrücken. Hast du vielleicht schon mal den Ausdruck gehört, jemandem eine wischen? Das bedeutet, dass du jemandem eine Ohrfeige gibst, also eine Person ins Gesicht schlägst. Wenn wir jemandem eine Ohrfeige geben, dann schlagen wir die Person nicht mit der Faust, sondern in der Regel mit der flachen Hand. Und zwar so ins Gesicht. Oh, wow! Und wenn dich jemand anders schlägt, dann kannst du natürlich auch sagen: Ich habe von ihm eine gewischt bekommen. Es existiert aber auch der Ausdruck einen gewischt kriegen. Wir verwenden diesen Ausdruck, einen gewischt bekommen, wenn wir einen leichten Stromschlag bekommen. Schau dir einmal folgendes Beispiel an. Kurioses Phänomen. Deshalb bekommen sie im Winter häufiger einen gewischt. In diesem Artikel wird erklärt, warum wir besonders im Winter, wenn es kalt ist und wenn die Luft eher trocken ist, einen leichten Stromschlag bekommen. Das Verb verwischen benutzen wir, wenn wir etwas unscharf machen oder die Umrisse verschmieren. Zum Beispiel: Ich habe den Brief aus Versehen draußen im Garten liegen lassen und dann hat es geregnet. Jetzt ist meine Unterschrift total verwischt. Man kann die Unterschrift jetzt also nicht mehr lesen, weil die Tinte verschwommen ist. In der Kunst gibt es auch bestimmte Techniken, wo wir ganz bewusst bestimmte Umrisse verwischen. Beispielsweise, wenn du gerne mit Aquarell malst, dann ist es durchaus üblich und gewollt, dass wir bestimmte Umrisse oder Figuren oder irgendwelche Sachen, die wir vorher mit Aquarellstiften gezeichnet hatten, anschließend verwischen. Du kannst das Verb verwischen aber auch im übertragenen Sinne verwenden. Beispielsweise: Die kulturellen Unterschiede zwischen den zwei Ländern verwischen immer mehr. Das bedeutet, dass die Unterschiede zwischen den beiden Ländern immer mehr abnehmen. Wenn du gerne Krimis liest oder ähnliche Filme schaust, dann hast du vielleicht auch schon mal folgenden Ausdruck gehört. Der Täter hat versucht, seine Spuren zu verwischen. Die Idee, dass wir Spuren verwischen, wird besonders deutlich, wenn du vielleicht an deinen letzten Urlaub am Strand denkst. Am Strand sieht man immer sehr deutlich die Fußabdrücke von den Personen. Und man könnte hier sehr leicht den Sand ein bisschen verwischen. Und danach kann man die Fußabdrücke nicht mehr erkennen. Man kann seine Spuren jedoch nicht nur an einem bestimmten Tatort oder auch am Strand verwischen, sondern beispielsweise auch im Internet. Wie Hacker ihre Spuren verwischen. Um ihre Spuren zu verwischen und Security-Maßnahmen zu entgehen, lassen sich Hacker einiges einfallen. Hier geht es also darum, dass sie im Internet nicht bestimmte Spuren hinterlassen, wodurch die Polizei sie später identifizieren könnte.
Das Verb erwischen bedeutet unter anderem so viel wie jemanden fangen. Zum Beispiel, die Polizei erwischte den Dieb, als er versuchte, ungesehen das Geschäft zu verlassen. Oder auch, der Detektiv erwischte den Dieb auf frischer Tat. In beiden Situationen geht es also darum, dass der Dieb gefangen wurde. Du siehst, das Verb erwischen hat wirklich nichts mehr mit dem Verb wischen, beispielsweise wenn wir den Boden wischen, zu tun. Das Verb erwischen kannst du jedoch auch noch in einigen anderen Situationen verwenden. Hier ein paar Beispiele. Die Lehrerin hat mich erwischt, als ich versucht habe, in der Prüfung von meiner Sitznachbarin abzuschreiben. Ich habe meinen Chef und eine Kollegin erwischt, wie sie heimlich auf der Weihnachtsfeier geknutscht haben. Und meine Tante hat meine Cousine erwischt, wie sie stundenlang am Computer gezockt hat, anstatt für ihre Prüfung zu lernen. Meine Cousine sollte also eigentlich für ihre Prüfung lernen, stattdessen hat sie total lange am Computer gespielt. Wenn du Lust hast, mehr umgangssprachliche Ausdrücke zu lernen, wie zum Beispiel knutschen oder zocken, dann schau dir auf jeden Fall nach diesem Video meine anderen Videos zum Thema Umgangssprache an. Weiter geht's mit dem Verb erwischen. Das Verb erwischen kann auch bekommen oder erreichen bedeuten. Zum Beispiel, ich war total spät dran, aber ich habe den Zug noch so gerade erwischt. Ich habe den Zug also nicht verpasst, sondern ich war pünktlich am Bahnhof. Es gibt jedoch auch noch ein paar andere umgangssprachliche Möglichkeiten, wo du das Verb erwischen verwenden kannst. Wer mir schon ein bisschen länger auf Instagram folgt, der weiß, dass ich letztes Jahr 3 Monate in Ägypten gelebt habe. Leider hat es mich in der ersten Woche in Ägypten total erwischt und ich lag eine Woche krank im Bett. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich mich einfach im Flugzeug bei jemandem angesteckt habe. Eine Freundin von mir hat es auch in der ersten Woche erwischt, aber sie war nicht krank, sondern sie hat sich total in jemanden verliebt. Und in meinem letzten Monat in Ägypten hat es das Auto von einem Freund erwischt. Der Freund hatte das Auto geparkt und dann ist ein anderes Auto in sein Auto reingefahren. Und jetzt ist das Auto total kaputt. Das Verb aufwischen passt jetzt wieder zu dem Kontext, wenn wir etwas putzen. Ich habe aus Versehen meine Tasse mit Tee umgeschüttet. Jetzt muss ich den Tee vom Tisch aufwischen. Das Verb aufwischen bedeutet also so viel wie bestimmte Flüssigkeiten oder Schmutz zu entfernen. Wie in meinem Beispiel verwenden wir das Verb aufwischen häufig, wenn beispielsweise eine bestimmte Flüssigkeit auf dem Boden oder auf dem Tisch oder Ähnlichem ist. Dann nehmen wir einen Schwamm oder ein Tuch und das Verb abwischen verwenden wir auch häufig, wenn wir etwas putzen oder entfernen oder wenn wir etwas abtrocknen. Zum Beispiel, ich wische mir den Schweiß von der Stirn ab. Oder auch, du sollst dir die Hände nicht einfach an der Hose abwischen, sondern du sollst deine Hände waschen gehen. Ein weiteres Beispiel, was man meiner Meinung nach super oft im Alltag verwendet, ist: Könntest du bitte den Tisch abwischen? Also, nachdem wir gegessen haben, müssen wir den Tisch natürlich erstmal abräumen. Das bedeutet, wir entfernen alle Gegenstände, wie beispielsweise das Essen oder das Geschirr vom Tisch. Und anschließend würden wir dann einmal kurz über den Tisch wischen. Den Tisch abwischen. Wir wischen also mit einem feuchten Tuch über den Tisch und machen den Tisch sauber. Ein ganz ähnliches Verb zu abwischen ist das Verb wegwischen. Das Verb wegwischen bedeutet auch, dass wir etwas entfernen. Zum Beispiel, als Lehrerin muss ich nach der Stunde das Tafelbild wegwischen, bevor die nächste Unterrichtsstunde beginnt. Vor dem Bewerbungsinterview war der Kandidat total nervös und er hat auf einmal richtig stark im Gesicht geschwitzt. Aber bevor er den Raum mit den Personalchefs betreten hat, hat er versucht, sich den ganzen Schweiß wegzuwischen. Vorher habe ich dir bereits das Beispiel mit dem Schweiß gegeben. Also, dass man sich den Schweiß von der Stirn abwischt.
Wenn du aber hier das Verb wegwischen verwendest, dann betonst du wirklich, dass du versuchst, möglichst alles zu entfernen. Naja, aber ehrlich gesagt, auf diese kleinen Feinheiten achten viele Personen im Alltag eher weniger. Du könntest hier also beide Verben verwenden. Im abstrakten Sinne kannst du das Verb wegwischen auch verwenden, wenn etwas auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Beispielsweise: Vor der Prüfung war ich tagelang total nervös. Aber als ich dann vor dem Prüfungsraum stand, war meine Nervosität auf einmal wie weggewischt und ich habe mich einfach darauf gefreut, dass es endlich losgeht. Einige der Verben, die ich dir bis jetzt erklärt habe, beschreiben, dass wir etwas putzen. Und in der Regel verwenden wir dafür etwas Wasser oder einen feuchten Schwamm, einen Wischer, ein feuchtes Tuch etc. Es existiert aber auch das Verb trockenwischen. Das bedeutet, dass du etwas wischst, aber ohne dabei Wasser zu verwenden, oder dass du etwas bewusst trocknest. Ich habe erst die Kreide mit einem nassen Schwamm von der Tafel weggewischt. Jetzt muss ich die Tafel nur noch trocken wischen, damit man direkt wieder darauf schreiben kann, ohne dass die Schrift verwischt. Wenn ich im Büro den Boden wische, dann achte ich immer darauf, dass ich anschließend den Boden noch einmal trocken wische. Der Grund hierfür ist, dass in meinem Büro Holzboden liegt. Und Holz hat es generell einfach nicht so gerne, wenn es nass wird. Du solltest bei dem Verb trocken wischen jedoch darauf achten, dass es offiziell zwei verschiedene Schreibweisen gibt. Einmal trocken wischen als ein Verb und dann einmal trocken und wischen. So, bei dem letzten Verb, welches ich dir jetzt erklären werde, geht es wieder nicht ums Putzen. Das Verb entwischen hat wirklich eine komplett andere Bedeutung. Vielleicht erinnerst du dich noch an mein Beispiel von eben, wo ich über einen Dieb gesprochen habe, der versucht hat, seine Spuren zu verwischen. Oder ein Dieb, der von der Polizei auf frischer Tat erwischt wurde. Wenn die Polizei bei ihrer Arbeit jedoch weniger erfolgreich ist, dann könnte man sagen, der Dieb ist entwischt. Der Dieb ist also davongekommen und wurde nicht gefangen. Das Verb entwischen kannst du auch in einem übertragenen Kontext verwenden. Zum Beispiel: Ich liebe meine Arbeit als Deutschlehrerin wirklich total, aber manchmal bin ich auch froh, der deutschen Sprache und dem Unterrichten für ein paar Tage entwischen zu können. Ich denke, diese beiden Verben, entwischen und erwischen, zeigen nochmal, wie wichtig es ist, diese Partikel- und Präfixverben zu lernen. Denn die Bedeutung von den Verben kann wirklich total verschieden sein. Meiner Meinung nach stellt dieses Thema wirklich eine der größten Herausforderungen für Deutschlernende dar. Ich selbst bin Deutsch-Muttersprachlerin und musste dieses Thema also nie richtig lernen. Aber ich bekomme regelmäßig von meinen Schülern das Feedback, dass dieses Thema wirklich schwierig ist. Mich interessiert natürlich auch, welche Themen euch besonders interessieren oder zu welchem Thema ihr euch ein Video wünscht. Und wenn du noch mehr mit mir Deutsch lernen möchtest, dann schau auf jeden Fall auf meiner Homepage vorbei. Dort findest du immer die Informationen zu meinen Deutschkursen. Das war es für heute. Ich hoffe, dass du einiges Neues lernen konntest. Und wie gesagt, wenn du den neuen Wortschatz direkt anwenden möchtest, kannst du gerne Beispielsätze in die Kommentare schreiben. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast oder dieses Video noch nicht geliked hast, dann freue ich mich total, wenn du das jetzt tust. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier auf YouTube am Sonntag um 10 Uhr oder zwischendurch in meinen Deutschkursen oder auf meinem Instagram-Kanal. Bis dann. Tschüss. Ach ja, wenn du eine Frage hast oder wenn dir etwas nicht so richtig klar geworden ist, dann schreib mir natürlich auch gerne einen Kommentar. Jetzt aber wirklich. Bis nächste Woche. Tschüss.